Guten Morgen alle zusammen, mal wieder aus Tokio. In diesem Video gibt es heute mal wieder ein bisschen Baby-Update. Sorry übrigens, dass ihr jetzt eine Woche warten musstet auf ein neues Video, denn die Planung letzte Woche ist ein wenig aus den Fugen geraten. Mein Mann hatte sich die ganze letzte Woche freigenommen und eigentlich hatten wir geplant, nach Kyushu runterzufliegen. Einen Teil Japans, den ich noch überhaupt nicht besucht habe. Deswegen war die Vorfreude auch wahnsinnig groß. Wir hatten den Flug für Sonntagmorgen gebucht. Allerdings hatte er in der Woche davor eine Geschäftsreise, die nicht so gut verlief, da die Maschine plötzlich anfing zu brennen und es fast so schien, als müsste er bis Sonntag komplett durcharbeiten. Jedenfalls hat er sich wahnsinnig Mühe gegeben und hat bis spät in die Nacht gearbeitet jeden Tag und kam dann am Freitag wieder zurück nach Tokio. Den ganzen Samstagmorgen habe ich dann damit verbracht, meine Akkus aufzuladen, ein Foto-Video-Backup zu machen und mich schon mal mental auf die große Reise vorzubereiten. Allerdings kam dann eine E-Mail von der Anna. Taifunwarnung, der Flug wird gecancelt. Der Flug wurde also komplett storniert und wir konnten auch nicht an einem anderen Tag fliegen, da die Meilen erstmal zurückgebucht werden mussten und man quasi den nächsten Flug 4 Tage vorher hätte buchen können. Und da ich am Freitag einen Krankenhaustermin hatte, ging das leider alles nicht. Also blieben wir zu Hause und haben es uns hier halt gemütlich gemacht. Wir waren stattdessen an einem Tag in Tachikawa, da kommt übrigens auch noch das Video dazu nächstes Mal. Und wir waren shoppen. Oh mein Gott, wir haben das erste Mal eigentlich so zusammen Babyläden betreten. Wir haben da ein bisschen eingekauft und ich habe so quasi meinen ersten Mama-Shopping-Haul gemacht. Nicht viel, nichts Großes, aber wir haben uns auch ein wenig umgeschaut. Ich kann euch mal so ein bisschen was zeigen. So, wir waren das erste Mal so richtig hardcore shoppen in 2 Läden. Und zwar einmal in Nishimatsuya und Akachan Hompo. Ersteres ist ein Laden, den ich absolut vor allem für den kleineren Geldbeutel empfehlen kann. Die haben dort wirklich alles, also wirklich komplett alles für Mutter, Kind und überhaupt. Und Hygieneartikel haben sie natürlich auch.
Ich habe mir heute vor allem das hier mal gegönnt. Und ihr seht, der Preis ist wirklich absolut in Ordnung. Und zwar Strumpfhosen für Schwangere. Also ich persönlich trage wahnsinnig gerne Strumpfhosen. Und bin ja da richtig froh, dass es dann auch mal welche für Leute mit etwas schwangerem Bauch gibt. Ich bin gespannt, ob sie passen. Aber dürften eigentlich. Mit LLL hat man auch mit langen Beinen hier und etwas Po eigentlich ganz gute Chancen, dass man reinpasst. Und dann habe ich mir noch einen Rock mitgenommen. Wobei man sagen muss, also in dem Laden haben sie jetzt nicht so viel sehr stylische Sachen. Es ist relativ günstig, aber der Style ist, sagen wir mal, etwas... ja, einfach. Wie ihr sehen könnt, der Preis ist auch absolut okay. Da kann man echt nicht meckern. Und vor allem bei diesem Rock ist das Gute, man kann ihn halt verstellen. Je nachdem, ja, wie groß der Bauch halt wird. Den gab es in 2 Farben und ich habe ihn einfach mal in rosa mitgenommen, weil Sakura-Farben. So, kommen wir nun zu diesem Monster. Oh mein Gott, das war so ein riesiger Laden. Und es war... so übelst voll dort, weil dort irgendwie Time Sale war und die Schlange ging bis ans andere Ende vom Laden. Eigentlich habe ich dort gar nicht so viel gekauft, sondern eigentlich nur 2 Stücke. Und zwar die Kleider, die ich davor auch schon gefilmt hatte. Die waren aber preislich auch schon ein bisschen, ja, in einer etwas höheren Klasse, sage ich mal. Hier ist sogar der Preis noch dran. Also man sieht, die Preisklasse ist schon ein wenig anders. Das Lustige war, in dem anderen Laden zuvor hatten sie genau das gleiche Dress, sage ich mal. Also quasi den gleichen Style, nur wesentlich billiger. Aber das Material war auch nicht so gut, muss ich sagen. Ja, die Sache war die, also sie hatten jetzt nicht so großartig süße Sachen leider. Und ich stehe ja eher so auf den Cute-Style, sage ich mal. Aber jetzt so für später... wenn der Bauch etwas größer ist, reicht das vollkommen, ist absolut in Ordnung. Und wir konnten nicht so einfach zahlen, sondern mussten uns registrieren. Das war was. Und wir haben so viel bekommen. Das ist so irre. Wir haben zum Beispiel Ziploc-Beutel bekommen. Ein tolles Dankeschön. Und noch mehr Präsentos und Coupons. Und ich glaube, das war's. Unter anderem auch noch diesen süßen Keychain. Den habe ich auch noch bekommen. Zuckersüß. Ich habe schon einige Frauen damit rumlaufen sehen. Jetzt weiß ich auch, woher sie den haben. So, da seht ihr es. Ein super Survival Pack. Auch von Pigeon. Pigeon kann ich übrigens sehr empfehlen. Davon habe ich die Hautcreme. Die ist richtig, richtig gut und macht die Haut schön weich. Und hier sind die Coupons drin. Das ist diese App, bei der man sich extra dafür registrieren musste. Und man hat dann dieses wundervolle Starter-Pack bekommen. Ja, man wird wirklich beladen mit so vielen Sachen. Das ist der Wahnsinn. Japan halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland kann man einfach nur in die Läden rein und gut ist. Bonjour. Ach. Aber wir haben uns auch ein bisschen auch die Babysachen dort angeschaut. Und das ist auf jeden Fall super cool, weil man zum einen halt dort in diesem Laden halt echt eine Menge findet. Aber auch in diesem billigeren Laden findet man wirklich viele Sachen, die ja nicht so teuer sind und genauso auch die gleiche Qualität teilweise haben. Jo, das war, oh Gott, das sieht sehr chaotisch aus, der erste, kann man das Baby-Haul nennen? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, es ist ja eher ein Mama-Haul, wenn man es genau nimmt. Demnächst werden dann die weiteren Sachen gekauft. Ich bin schon sehr gespannt. Dann war am Freitag die große Untersuchung, dachte ich. Also gut, es war ein ziemlich langer Ultraschall, allerdings nicht sehr spektakulär, da ich nicht auf den Bildschirm schauen durfte. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich lag da, glaube ich, gut 15 Minuten und habe einfach nur diese spannende weiße Wand angestarrt. Die Ärztin war auch sehr still und hat mich eigentlich auch nur gefragt, ob ich das Geschlecht nochmal wissen wollen würde. Und ich habe gesagt, oh ja, bitte rede mit mir. Ich möchte Gewissheit. Letztes Mal war das kleine Persönchen ja etwas schüchtern, aber ja, diesmal hat man es ziemlich gut gesehen und es ist auch sehr offensichtlich. Ich bin auch mittlerweile so weit, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in einem Video davor gesagt habe. Ich spüre den kleinen Beifahrer wahnsinnig deutlich. Ja, am krassesten eigentlich immer abends, wenn ich schlafen möchte.
Und mein Mann kann auch endlich was fühlen und oh Gott, ich liebe die Reaktion immer, wenn er etwas fühlen kann. Es ist total niedlich. Das muss ich kurz erzählen, weil es echt zuckersüß war. Mein Mann kam halt von der Geschäftsreise wieder und hat dann meinem Bauch halt so Küsschen gegeben und hat quasi ganz, ganz nah an den Bauch gesagt: Konnichiwa, Oto-san desu, hayaku aitai. Und das war so niedlich, als er dann den nächsten Kuss gegeben hat, ja quasi die kleine Person da unten so gegengedrückt. Ich weiß nicht, ob es ein High Five war oder ein Fuß, aber es war total niedlich. Ja, jetzt geht es vor allem auch so langsam los mit den Besorgungen und auch mit dem Einrichten des Kinderzimmers. Ich hatte neulich über Twitter mal 1,5 Stunden gestreamt und habe das so ein bisschen schon erklärt mit dem anderen Zimmer, aber hier mache ich das auch nochmal gerne. Das andere Zimmer drüben ist halt immer noch eine komplette Baustelle. Und diesen Monat setzen wir uns mal ran und werden mal die allerersten Sachen besorgen. Und alles ein klein wenig babyfreundlicher gestalten. By the way, danke nochmal fürs Zuschauen. Es hat echt total Spaß gemacht zu streamen. So, jetzt spanne ich euch aber nicht mal auf die Folter, weil ihr bestimmt wissen wollt, was es wird. Wir hatten die erste Prognose ja damals schon in dieser Special-Klinik bekommen und ich muss sagen, die waren ganz schön akkurat. Dafür, dass sie es zu einem so frühen Zeitpunkt schon genau sagen konnten. Machen wir es kurz und spannend. Es wird... ein kleines Mädchen. Und klein im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist wirklich sehr klein bisher. Ja, und demnach bin ich auch schon fleißig am Namen suchen. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich Geschlecht und Namensverkündung eigentlich in ein Video packe. Aber das mit dem Namen nimmt leider doch etwas mehr Zeit in Anspruch, als ich dachte. Wir beide sind auf jeden Fall sehr glücklich und können es kaum abwarten, die Kleine kennenzulernen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Wobei, naja, also der Bauch ist schon ein bisschen größer geworden. Das auf jeden Fall. So, in diesem Sinne, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt habt ihr ein paar Einblicke von japanischen Babyläden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Vor allem, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der kleinen Madame da unten weitergeht. Jetzt hat sie sich wieder bewegt. Das ist so süß. Es fühlt sich wie eine Qualle an. Wie eine Qualle im Bauch. Oder wie Whirlpool blubbern. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Man sieht sich!